Guten Morgen zu Tag 5. Es wird wieder ein super Tag. Man sieht hier die Sonne schon. Und ich werde jetzt erst mal hier gegenüber ins Haus gehen und mein Handy aufladen, während wir abbauen. Das Außenzelt hat heute auf dem Innenzelt gelegen und deswegen ist es jetzt hier alles nass und auch Schlafsack, Isomatte und das Außenzelt, ja, haben wir jetzt da hinten hingetan zum Trocknen. So, es ist 7:35 Uhr. Wir haben uns heute Morgen mal gar nicht stressen lassen. Ne? War so ein bisschen chaotischer wegen der Nässe. Genau, das Außenzelt war klatschnass und zum ersten Mal haben wir das auch mal ein bisschen trocknen lassen. Ja. Und ja, jetzt. Cool ist auch, mein Garmin funktioniert wieder. Der Jakob hatte nämlich ein Notebook dabei und dann haben wir mein Garmin gestern wieder ans Laufen bekommen. Ja, und jetzt haben wir uns schon, denke ich, oder du hast vor allem natürlich einen Bäcker rausgesucht und da fahren wir jetzt hin. Da fahren wir jetzt hin und trinken den ersten Kaffee. Warte mal, ich suche gerade noch die Route. Mhm. Oh ja, wir starten. Es fühlt sich gerade richtig gut an, wieder zu rollen. Schön frisch, ein bisschen Fahrtwind. Ja, wir sind gespannt, wie der Tag wird. Ja. Also jetzt erst zum Bäcker. Ja, und dann haben wir insgesamt mit Zug, also wir haben eine Zugfahrt heute am Ende. 136 Kilometer. Zug geht erstmal unter der Ostsee drunter her und in der Mitte geht es wieder rauf und dann auf die Brücke, also so zweigeteilt. Ja, we will see. Kaffee, Kaffee, Kaffee. Ich habe wieder einen Fahrradcomputer. Okay, der hilft jetzt hierbei aber auch nicht. Okay, müssen wir mal da gucken, ob wir daher kommen. Ich bin da lieber mal schnell weggefahren, weil nur der elektrische Zaun, ich glaube im Zweifel hält er die nicht auf und dann kommt er auf mich zugerannt. Prost Mahlzeit. Neben mir ist jemand mega happy. Er singt schon die ganze Zeit auf seinem Rad, weil er heute wieder seinen Bordcomputer mit dabei hat. Und ich bin auch happy, weil auch ich habe jetzt wieder Navigation. Klingeling, klingeling, hier kommt der Eiermann. Gerade sind wir an einem Hof vorbei. Ja, und der Hund ist erstmal hinter uns her. Ich habe Anne vorausgeschickt, weil dann schnappt er erstmal mich. Ja, dann läuft er hinter mir her, so in 5 Meter Abstand vielleicht. Ja, und hört nicht auf und bellt. Und ja, habe ich ihn einmal angeschrien. Zack, lässt er los. Oder ja, lässt er ab. Ne? Also letztendlich nichts passiert, aber man bekommt dann schon Puls, Gänsehaut, ja, Anspannung. Einmal kurz angehalten, einmal beruhigt jetzt. Ja. Jetzt hatten wir auch mal so eine Erfahrung. Ja, also einfach nur wegfahren, ja, und dann rennen die halt hinter dir her und bellen. Da muss man gegen an, ja. Laut werden, aggressive Ton, das merken die schon. Sprache ist ja egal, der Tonfall, ja, lässt sie dann zusammenzucken und dann hat er direkt abgelassen. Aber natürlich, wir brauchen diese Erfahrung nicht noch. Natürlich einfach, ja, nervt sowas, ne? Ja. Man fährt ja nur Fahrrad und fährt da vorbei. Ja. In einem Abstand von 100 Metern zum Haus, ja. Also. Mindestens. Ja, das, ja.
Auch wenn man jetzt Christina und Jakob hört, ne? Sie sagen halt in Portugal oder wo Ja, das war, die wollten da nicht mehr Fahrrad fahren. Ja? Du machst ja eigentlich was so positiv, kannst es aber nicht mehr, weil da überall diese Wachhunde sind von den Grundstücken. Das finde ich super das ist schade. schon, ja, das ist einfach sehr, sehr schade. Strecken uns alle den Arsch entgegen, außer die hier. Diese Honigschränke gibt es hier auch häufiger. Mobile Pay, ja, das ist Mobile Pay nutzen die hier häufig. Ist, denke ich mal, sowas wie PayPal. Haben wir jetzt aber nicht. Und Platz in den Taschen haben wir auch nicht. Wir sind in Nestwett. Wir checken einmal kurz die Lage, wo wir jetzt hier uns mal hinsetzen. Ein Eis oder so, mal aufs Klo gehen. Ja, stimmt. Gut, die Räder haben wir da sicher abgestellt. Jetzt gehen wir hier was essen, weil Nästedt ist die letzte große Stadt. Die nächsten 50, 60 Kilometer kommt da nichts Großes mehr. Ja, es ist jetzt kurz vor 11. Wir verpflegen uns hier mal ordentlich, ne? Ja. Ja. Mittagspause beendet. 45 Kilometer haben wir schon. Und jetzt sind es noch 68 ungefähr bis zum Zug. Das wird jetzt hier ein cooler Kreisverkehr, Anne. Ja, ne? Und wir müssen, glaube ich, hier raus. Das nenne ich mal fahrradfreundlich. Da oben, ne? Ja, ja. Also wir glauben, dass das hier nicht der richtige Weg war. Deswegen fahren wir jetzt mal hier wieder zurück auf die besser befahrbare Straße. Da habe ich wohl wieder ein bisschen Quatsch geplant. Solche Kommentare kommen dann auch irgendwie, warum lasst ihr euch das vom Navi gefallen und so weiter. Das ist halt mal per se nicht richtig, weil ich habe ja die Route geplant. Das Navi sagt mir dann nur noch oder führt nur noch das aus, was ich geplant habe. Also es liegt nicht am Navi, sondern erstmal an mir, an meiner Planung. Man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Dagli Bruxen, das schreit nach dem Eis. Tada! Nicht ganz das Eis, was wir wollten, aber ich glaube, das geht auch. Das geht auch. Ja, wir ziehen heute ganz schön durch, ne? Ich hab gerade gesehen. 85 Kilometer. Ja, in den ersten beiden Tagen, wo vieles der Fahrstrecke noch fern waren, haben wir nun gedacht, ja, man könnte auch mal wieder ein bisschen mehr fahren, ne? Ja, und jetzt vorgestern, gestern, heute immer 115 oder mehr. Jo. Hier rechts. Aber wir haben ja auch nichts anderes vor, ne? Wir wollen ja nicht Bahn gehen oder sowas. Wir wollen Fahrrad fahren. Keine anderen Termine. Kopfsteinpflaster, ein bisschen Pavé. Ich glaube, wir sind in Borrebü.
oder so. Bis zu dem Belt sind es noch 25 Kilometer. Wir haben uns jetzt mal als Ziel gesetzt, den Zug um 16:08 Uhr. Das müssten wir wirklich realistisch schaffen. Ja, cool heute. Coole Aussicht. Ja, wir haben gerade ordentlich Seitenwind. Muss das Lenkrad gut festhalten, weil ja gerade das Vorderrad anfällig ist für Seitenwinde, weil ja da weniger Gewicht drauf lastet und es ist die lenkende Achse. Ja, die letzten Kilometer nochmal einen schönen Single Trail. Die Tour de France ist die Tage hier. Wow, Marineschiff und so weiter. Das sieht interessant aus. Also da im Hintergrund kann man die Storebelt-Brücke sehen. Da fahren die Autos und so weiter drüber, LKWs. Und alle nicht motorisierten, wie zum Beispiel wir oder Fußgänger, die nehmen den Zug. Und zu dem Bahnhof fahren wir jetzt. Yeah. Wir sind am Bahnhof. Ja, also wir haben schon gedacht, der kommt viel, viel früher und dann noch quer durch den Ort und links, rechts, links, rechts. Jetzt sind wir aber da. Ja, jetzt heißt es Tickets kaufen. Da vorne ist, glaube ich, ein Ticketautomat vielleicht oder drin. Ja, wir schauen. Wir gehen zu Gleis 3. Ja, der Aufzug will nicht. Türen gehen auf, aber dann passiert nichts mehr. Dann tragen wir runter. Wir warten hier, der Zug hat 10 Minuten Verspätung. So, da sind wir raus. Es war so voll, ich konnte nicht vernünftig filmen, zu viele Leute. Ich habe so ein bisschen mal die Kamera aus dem Fenster gehalten oder in Richtung Fenster, so Ja, mit der Rückhand. Ja, und hier war mein Hammerhead. Ich glaube 182 Stundenkilometer war irgendwie mal angezeigt. Das verfälscht jetzt natürlich voll meine Geschwindigkeitsanzeige. Ja, vielleicht hat das auch Auswirkungen auf die Real-Life-Aufzeichnung oder Animation. Wir sind jetzt wieder raus aus dem Bahnhof, fahren jetzt kurz zum Lidl und dann zum Campingplatz. Alles innerhalb von 2 Kilometern, glaube ich. Ah, dann geht wieder rein. Ach so. Ach so, das stimmt. Nee, ich gehe rein. Oh, nee, kacke. Ich habe was bekommen. Du hast was bekommen? Heute gibt es Falafelsalat. Okay. Ja, mal was Neues, ne? Bei dem Einkauf ist jetzt ein bisschen was schief gegangen. Daraus lernen wir, nächstes Mal geht Anne wieder einkaufen. Never change a winning team. Wir sind am Campingplatz. Nyborg Strandcamping. Die Strecken gibt's wie immer auch auf Komoot und Strava. Links zu meinen Accounts sind in der Videobeschreibung. Waschmaschine? Habe ich. Ah, perfekt. Fast alles. Also Waschmaschine haben wir, Münzen für die Dusche. Wir sind jetzt hier, fahren hier rechts rein, links, rechts und dann können wir uns hier hinstellen. Und Strom ja, in der Küche oder im Waschraum halt. Ne? Ah ja, okay. Gut, wir haben uns jetzt hier was ausgesucht. Hier mit Tisch und dann haben wir vor, hier das Zelt aufzuschlagen. So minimal abschüssig, aber das sollte gehen, dass wir nicht zu sehr runterrutschen. Ja, und das wird dann unsere Aussicht sein. Hoffentlich stellt sich hier nicht nur ein Camper davor. Der Plan ist jetzt erst zu duschen, dann machen wir die Waschmaschine und dann bauen wir das Zelt auf. Ja, und ich habe gerade gesehen, hier haben wir ja so mega coole Hängematten. Die können wir auch dann nutzen, um die Wäsche zu trocknen. Stimmt. Morgen ist nämlich der Plan, dass wir in ein Shelter gehen. Wenn das klappt, den müssen wir jetzt noch buchen. Und dann ja, brauchen wir also für morgen und übermorgen nochmal saubere Fahrradkleidung. Und dann, ja, dafür sorgen wir halt heute schon, dass es dann die nächsten beiden Tage funktioniert.
Wir machen weiter mit, was habe ich in meinen Taschen? Wir machen weiter mit der Werkzeugbox hier von Fabric und dem Downtube-Bag von Apidura. Das mache ich jetzt mal ab und dann zeige ich euch den Inhalt. Okay, Downtube-Bag. Zuerst mehrere Paar Einmal-Handschuhe. Immer gut, weil wenn man mal mit der Kette hantiert, versaut man sich ganz, ganz schnell. Habe ich am Anfang nicht gemacht, jetzt schon. Es ist wirklich gut, wenn man saubere Hände behält. Dann einen Ersatzschlauch, der ist geflickt. Und zwar an Tag 3 hatte ich ja einen Platten. Den habe ich ja nochmal hier ein bisschen platzsparender gefaltet. Dann passt er da ziemlich länglich rein ins Downtube-Bag. Und dann habe ich von Makov Hydrodynamic Kettengleitmittel. Und hier auch von Makov abgefüllt in einer anderen Flasche Antriebsreiniger, also für die Kette, die Ritzel und das Kettenblatt. In der Werkzeugbox von Fabric nochmal mehrere Paar Einmal-Handschuhe. Dann habe ich hier ein ganzes Set mit Glieds und Schrauben und Platten. Das ist ein Schaltauge, also die Verbindung vom Rahmen zum Schaltwerk hinten. Dann habe ich hier auch Flickzeug und in der Box habe ich auch noch mal reingetan ein Kettenschloss. Und dann habe ich hier mein Multitool von Topeak. Ja, mit allen möglichen Torx, Inbus, Reifenheber, Kettennieter. Hiermit kann man das Ventil noch mal festdrehen. Das Ventilherz, kleines Messer, Nippel, Spanner. Ja. Das war's mit den beiden Sachen. Spaghetti. Ich habe Bäckerei immer eingegeben. Ah ja. Und dann weiß ich schon, das habe ich mir gerade schon angeguckt. Ich möchte gerne in diese. Tada! Ja, okay. Alles klar. Was? Ja. So, wir sprechen kurz das Outro vom Tag. Ja, ja gut, dann spreche ich das Outro vom Tag. Ja, gegessen haben wir jetzt ganz gut. Der Falafelsalat war auch lecker. War alles gut. War gar nicht so schlimm, dass ich einkaufen war. Wäsche hängt da hinten. Und ja, sonst, genau, das Zelt steht. Ja, mega Hier coole Aussicht. ist die Aussicht. Und ja, was auch noch ganz interessant ist, hier vorne stehen 3 Wagen. Da, da und da. Und da sind dann 4 Stromanschlüsse. Und dementsprechend ist ein Stromanschluss frei und es kann sich kein anderer dahinstellen. Ne? Und dann habe ich die gefragt, ob der wirklich frei ist. Also die da stehen, die Camper, ja klar, kannst du anschließen. Und dann war ich bei der Rezeption, habe die auch noch gefragt, weil ich will die ja nicht bescheißen. Also wenn ich Strom beziehe, dann hätte ich auch dafür gezahlt. Und dann sagen die, nee, das kann nicht sein. Ich sage so, doch, ich habe sie ja sogar gefragt, das geht nicht. Nee, du musst in der Küche oder im Waschraum oder so laden. Ich sage so, Leute, das macht jetzt keinen Sinn. Der ist wirklich frei und wenn da einer kommt, dann gehe ich halt weg. Nee. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, ich mache es im Waschraum oder in der Küche. Ja, und jetzt habe ich es einfach so gemacht, stillschweigend. Also und wir haben ja da die Leute gefragt und für die war das okay. Und bisher läuft es und ja, ein bisschen ungelenk im Gehirn, aber ja gut, wer bin ich, das zu kritisieren? Ja, das Wetter ist wie immer noch Bombe. Ich glaube, wir hatten keinen Meter beim Fahrradfahren Regen. Ja, das stimmt, bisher. Ja, mega cool. So kann es weitergehen. Ja, das war's, ne? Ja. Morgen geht's weiter, Tag 6. Adios. Ciao, ciao. Ciao. Der Vollkaskoschutz für dein Fahrrad von Helden.de. Alles online, jederzeit kündbar und keine Selbstbeteiligung. Und mit dem Code MADO9 sparst du dauerhaft einen Monatsbeitrag pro Jahr.